Kennt ihr die ganzen TikTok-Trends, die ganzen Food-Trends, die momentan durch die Gegend taumeln? Und die nehme ich heute unter die Lupe. Einfache, schnelle Rezepte, der Heißluftfritteuse, der aktuelle virale Hit auf TikTok, das wird heute hier getestet. So, heute gibt es einen ganz süßen Tag und wir fangen jetzt mit der Banane jetzt hier erstmal an. Ich habe jetzt 2 Bananen und die Bananen, da mache ich mir jetzt 4 Hälften davon. Dann kann ich die jetzt schon mal hier rausnehmen. So, ich habe mir jetzt hier diese Schale vorbereitet. Als nächstes kommt mein Reispapier dran. Da brauche ich insgesamt 4 Blätter. So, und das, was ich jetzt heute mal ausprobiere, das sind ja TikTok-Trends, die jetzt momentan sehr viral gehen. Ich bin aber wieder dabei und tue die ein ganz klein bisschen abwandeln. Ich glaube, ihr kennt mich schon sehr gut, dass ich ja immer selber was Eigenes noch ausprobiere und das ein bisschen anpasse und abwandle und so nicht 1 zu 1 immer irgendwo nachkoche, nachbrutzle. Weil ich will meine eigene Idee da drin haben. Also will es falsch gesagt, aber ich denke, das ist immer noch besser oder schöner, wenn man noch eigene Ideen mit dabei hat. So, jetzt habe ich erstmal das erste etwas eingeweicht. Noch ein bisschen. Jetzt ist es jetzt wichtig, dass das Reispapier weich wird. Deswegen habe ich jetzt auch den Teller genommen, wo das Wasser sich ein bisschen drin sammeln kann. Ja. Man muss Obacht geben, dass es nicht zu weich wird, dann kannst du es wieder nicht mehr rollen. Es ist ein klein bisschen tricky, aber es klappt ganz gut. Ich habe schon einige Sachen da ausprobiert. Ich bin ja wieder dabei, ein neues Kochbuch zu erstellen. Ich hatte ja mal in der Facebook-Gruppe gefragt, was so die Wünsche sind, und da kam der Wunsch nach Süßem. Deswegen jetzt auch mal hier sogar Videos für euch mit süßen Sachen. So, jetzt habe ich hier eine Banane. Hier habe ich etwas Kokosflocken. Die mache ich da jetzt noch oben drüber. Das kannst du auch dann nachher machen, je nachdem wie viel du möchtest. Ich bin ein Kokosnuss-Fan, deswegen gibt es bei mir da recht viel drüber. Und das Ganze wirklich jetzt hier gut etwas straff versuche ich das aufzuwickeln. Deswegen ist es ganz gut, wenn das weich ist, aber auch nicht zu weich. So, die erste hätten wir so schon fertig. Das mache ich jetzt mit meinen anderen 4 weiter. Ecken, die Kanten auch schön mit weich werden. So, jetzt kommt die nächste Banane rein. Und da auch wieder. Ja, und findet ihr die Idee gut mit den TikTok-Trends, dass ich da mal ein paar aufgreife und die versuche nachzumachen oder vielleicht sogar abzuwandeln? Was haltet ihr von der Idee? Weil auf TikTok werden ja auch manchmal Sachen gezeigt, die gar nicht zu machen gehen. Wenn ich da an die Pancakes denke, oder garantiert wieder falsch ausgesprochen, da wird das so gezeigt und viele machen das nach und ja, dann schmeißt sie zum Schluss ihren Teig alles fort. Und das muss ja eigentlich nicht sein. Da denke ich, das kann ich ja auch mal ab und zu für euch testen. Schreibt mal, ob das wünscht, ob das euren Vorstellungen so entspricht. Ja, und ich versuche schon die Videos kurz zu halten, euch mit so Schritten nicht groß aufzuhalten. Aber ich habe doch inzwischen doch relativ junges Publikum dazu bekommen, was ich gar nicht gedacht hätte. Und da schrieb mir der eine oder andere schon, ob ich das bitte genauer zeigen kann. Er ist noch nicht so firm in dem ganzen Kochen. Ja, und da möchte ich auch unsere Jugend ein bisschen unterstützen. Ist doch schön, wenn die ans Kochen interessiert sind und so rangeführt werden. So, mein Korb von Airfryer kann jetzt herkommen. Darauf kommt wieder meine Silikonmatte und darauf verteile ich jetzt meine 4 Bananen schön. Hier habe ich etwas Butter flüssig gemacht und damit bestreiche ich die noch ein bisschen. Aber gar nicht allzu viel. Denn wenn die zu viel bestrichen werden, dann kann das nicht mehr ganz so knusprig werden. Also ich verteile das jetzt hier gut. So, jetzt ist das schon mal fertig. 81 Grad, 6 Minuten. Länger wird das nicht brauchen. So, und solange wie die Bananen da brutzeln, mache ich einen kleinen Tipp noch zu. Hier habe ich jetzt Mascarpone. 1, 2 Löffel. Dann mache ich ein kleines Löffelchen, damit mir der Honig nicht gleich sonst überall hinläuft.
einen Löffel Honig. Und hier habe ich noch Kokosnuss. Die kommt noch dazu. Ja, das kannst du jetzt so nach deinem Geschmack machen. Ich bin die Kokosnuss-Fan, deswegen kommt bei mir Kokosnuss damit rein. Und ein bisschen Zimt, das passt auch noch ganz gut dazu. Aber da gar nicht so viel, das langt schon. Zimt ist doch recht intensiv. Das verrühre ich jetzt hier schon mal. So, hier habe ich noch ein bisschen Milch. Ein bisschen Milch mit drunter. Wenn du Sahne da hast, kannst du auch gerne Sahne nehmen. Aber Mascarpone ist ja schon richtig schön cremig. So, je nachdem wie flüssig du den Dip jetzt haben möchtest, desto mehr Milch machst du dazu. Also die Zutaten machst du gerade, wie du Lust hast. Von der Konsistenz her. Und wenn du Kokosnuss-Fan bist wie ich, kannst du auch noch mehr reinmachen. Durch den Honig, alles brauche ich auch keinen Zucker reinmachen, das ist süß genug. Also ich meine extra, weil der Honig hat ja schon genug Zucker in sich. So, meine heiße Fritteuse hat gepiept. Ja, siehst du mal, das ist der Timing. Meine Soße ist fertig, meine Dipsoße. Und die heiße Fritteuse ist fertig. Was sagt man dazu? Das ist der Timing. Ja? So, guck mal, so sehen die jetzt aus. Ja, das passt. Also wenn du noch knuspriger haben möchtest, kannst du die noch länger lassen. Aber also ich habe jetzt noch 2 drinne und die lasse ich jetzt noch etwas länger drinne, damit ihr den Unterschied sehen könnt. Und ich pinsel die vielleicht noch. Habe ich noch ein bisschen Butter da drin? Ja. Ich pinsel noch mal ganz klein bisschen Butter oben drüber. Und schalte die mal für 2 Minuten hoch auf 200 Grad. So, die 2 kommen hier schon auf die Platte. In die Mitte mein Dip. So, und jetzt warte ich auf die anderen 2 noch. So, sind sie fertig. Oh, siehst du, mit noch 2 Minuten länger sind sie noch ein bisschen bräuner geworden. Hörst du, wie die knuspern? Also 2 Minuten länger. Hier habe ich die 2 Minuten kürzer. Mein Tipp, machst du so. Klein bisschen abkühlen lassen, das ist jetzt richtig heiß. So kann ich es gar nicht probieren. Also brenne ich mir mein München. So, das war jetzt ein Rezept von TikTok. Ja, leicht nach meinen Varianten angepasst. Und jetzt habe ich hier meinen Tipp. Das schmeckt köstlich. Oh! Da könnt ihr mir reinsetzen, das ist ja so köstlich. Das müsst ihr unbedingt nachmachen. Oder? Vielleicht kommen die anderen Rezepte, die schmecken noch besser. Aber das ist schon ein Tipp. Also das werde ich so in mein neues Kochbuch mit aufnehmen. Ja. Euer Wunsch? Mir Befehl. Nein, ich mache es sehr, sehr gerne. So, jetzt machen wir weiter mit unserem nächsten. Da brauche ich ja Croissants dafür. So, wenn ich das brauche, geht die Dose ja wunderbar von alleine auf. Und dann kann ich das jetzt so beiseite aufdrehen. Ist manchmal ein bisschen tricky, den Anfang zu finden. So, ich mache jetzt nur mit der Hälfte. Die andere Hälfte nehme ich für was anderes. Jetzt teile ich das so. Und hier habe ich den zweiten Teil. Hier habe ich meine Oreos. Das sind insgesamt 4 Stück. Jetzt bin ich mal am Schauen. Ich teile das nochmal. So, da kommt der eine Oreo drauf. Das schlage ich jetzt so ein. Das war schon alles, was ich machen musste. So, fast so. Hier ist der nächste. Ja, das gibt einen süßen Tag für mich heute. Für uns heute. Nicht bloß für mich, für uns. So, mein Airfryer, das ist noch drinnen mit der Matte. Da kommt die jetzt gerade da so oben drauf. Jetzt sprühe ich den ganz klein bisschen mit Öl ein, aber gar nicht viel. Dankt schon. Ich hatte jetzt auch noch flüssige Butter, aber die hatte ich jetzt nicht da.
So, 180 Grad, 7 Minuten, dann schauen wir mal. So, den Rest packe ich jetzt hier in Frischhaltefolie ein. Da probiere ich das nächste mit. Und das ist so weich, das packe ich nicht mehr in den Kühlschrank nochmal. So, wenn du die Platte mal ein bisschen dekorieren möchtest, schwarze Schieferplatte, diese Puderzucker so drüber streifen. Ich brauche immer ein bisschen Kontrast für meine Videos, damit ihr das besser sehen könnt. Aber immer nur weiße Platten. Ich will auch mal meine Schieferplatte nutzen. Deswegen mache ich das jetzt mal so. Schau mal, die sehen da richtig köstlich aus. So, das ist aber erstmal Teil 1. Jetzt werden sie noch ein bisschen mit Puderzucker. So, jetzt packe ich meine 2 Bananen noch mit auf die Platte. Und mein Tipp, den habe ich noch extra. So, jetzt nehme ich mal einen da runter. Der wird jetzt angeschnitten. Lach. Ich kriege kein Geld dafür. Das ist mein Werkzeug, was ich jeden Tag benutze. Also nicht denken, dass das alles bezahlte Werbung ist. Ja, nein. Mache ich alles so. Jetzt schneiden wir die mal auf. Und schau dir mal das Ergebnis von innen an. Das sieht ja richtig klasse aus. Und hier die leckere Banane. Klasse. Das noch ein bisschen mit Puderzucker. Fertig. Hilfe, Hilfe. Das sollte ja nur ein kurzes Mittagsvideo werden. Und ich habe so viel noch vor, was ich euch noch zeigen will. Aber ich mache jetzt hier Schluss an der Stelle. Ich zeige Ihnen mal ganz kurz unser Essen, was es heute noch gab. Fertige Haxel gemacht und die ist sowas von köstlich, sowas von lecker. Die hänge ich noch kurz hinten dran. Und dann war es das heute. Den Rest schaue ich mal vielleicht nächsten Mittwoch oder wie ihr euch das wünscht, schreibt da mal unten drunter, soll ich noch weiter von den süßen Rezepten bringen oder sagt ihr, ach nee, lieber mehr Herzhaftes oder ein Mix, schreibt das doch einfach mal unten drunter. Ja, und wenn du noch kein Like, kein Abo oder kein Kommentar dagelassen hast, mach's doch mal, ich würde mich echt richtig drüber freuen. So, und jetzt wünsche ich dir alles Gute und schau dir diese Haxe jetzt an, die jetzt kommt. Hammer. So, heute muss es mal schnell gehen und für so schnelle Sachen habe ich so eine Pferdchen Haxen hier mal mitgenommen. So, hier unten drin habe ich die Christplatte, die Silikonform oben drüber. Hier kann ich mir die wirklich sparen. Da, eine aufgeschnitten. Und ich hatte die schon mal gemacht und die waren richtig klasse. Und ich wusste jetzt auch, dass da Soße drin ist, deswegen habe ich jetzt auch gleich diese Schale genommen. So, auf der Verpackung steht jetzt im Backofen bei Umluft 180 Grad oder Ober-Unterhitze 200 Grad für 20 Minuten. Ich mache es jetzt 81 Grad und 15 Minuten. So, schaut, so ist das jetzt fertig. Und die sind wieder so zart. Ich habe sie schon mal gemacht. Da fällt der Knochen gerade so ab. Und drunter hast du noch eine schöne Soße. Die kannst du, wenn du willst, noch andicken. Oder du kannst es auch so essen. Also super und ruckzuck gemacht. Wenn es mal schnell gehen soll, ist ein Fertiggericht auch mal ideal. Wow, das war so lecker und jetzt habe ich wieder noch etwas Spaß für euch. Gefällt euch das? Schreibt es mir doch mal. TikTok sagt viral, ich sag probier's mal. Oreo im Teig, ja das schmeckt gleich. Banane, Kokos, cremiger Dip. Airfryer rockt den TikTok-Clip. TikTok sagt viral, ich sag probier's mal. Oreo im Teig, ja das schmeckt gleich. Banane, Kokos, cremiger Dip. Airfryer rockt den TikTok-Clip.